wohin geht die Reise heute? Was male ich überhaupt? Und ich weiß es noch nicht und deswegen fange ich hier einfach mit der Kohle an und kritzel hier einfach mal ein bisschen rum und dann gucke ich mal, was so kommt, wohin die Reise heute geht. Einfach mal einen Weg beschreiten hier. Jetzt haben wir doch schon einen Anfang gemacht und dann kippen wir einfach mal ein bisschen Wasser dazu. Dann fließt alles viel besser und es entsteht irgendwas Zufälliges und so komme ich auch viel besser hier mal an auf meiner Leinwand. Und da passiert doch schon was. Also genau das sieht doch toll aus hier. Das löst ja auch so einiges, finde ich. Man entdeckt wieder was. Und ups, jetzt gebe ich hier mal meine Spachtelmasse drauf. Die ist schon ein bisschen älter. Und ja, den Rest habe ich hier eben gesehen. Dann dachte ich so, ach komm, dann nimmst du die jetzt nochmal. Und den Farbton mag ich halt auch ganz gerne. Ist wirklich krümelig und körnig. Ist wie so kleine Felsen, die so spitze Steinchen haben. Hier kann ich auch so tolle kleine Strukturen mit rausziehen. Geben wir mal gleich ein bisschen Schlammfarbe dazu, weil irgendwie ist mir nach, ja, ich weiß auch nicht, so, yes, genau danach ist mir gerade. Einfach raufkippen, einfach mal gucken, was das hier für ein Matsch ist und ja, auch in so eine Stimmung kommen. Am besten, man macht sich noch schöne Musik an, nimm ruhig deine Hand dazu, verteil das schön und es ist wie am Watt, also einfach mal hier an die Nordsee oder Frankreich, so schön durch den Schlamm gehen und über die Steinchen wandern. Ich kann auch versuchen, das hier so ein bisschen wieder zu glätten. Aber oben finde ich es eigentlich besser, wenn es da doch so eine Kante kommt, wie so eine Landschaft. Irgendwie habe ich heute irgendwas mit Landschaft, glaube ich. Und irgendwie ja auch ein bisschen Küste. Ja. Auch noch was Helleres. Ich habe hier noch so einen schönen hellen Schlammton. Der passt doch auch gut dazu. Auch einfach raufkippen, einfach weitergehen, gar nicht so viel überlegen. Einfach mal machen. Wenn man irgendwo lang geht, dann überlegt man ja jetzt auch nicht, ach, gehe ich jetzt über den Stein oder über den Stein? Gut, denkt man ja doch manchmal, aber ja, irgendwie geht man ja dann über den Stein und genauso ist es hier auch. Ich habe es jetzt auch auf der Sonne, wollte ich schon sagen. Ich habe es in der Sonne auf der Terrasse trocknen lassen. Ich hatte gerade so gedacht, ihr habt auch letztes Mal geschrieben, dass einige von euch auch draußen malen wollen und auf der Terrasse oder im Garten. Also das ist eine tolle Technik dafür, die auch draußen einsetzbar ist, wo die Farbe nicht gleich trocken ist. Also es hat jetzt auch einen Moment gedauert. Ich habe einen Kaffee getrunken. Ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt und habe mir dann auch noch einen Farbton angemischt. Denn ich wusste vorher gar nicht so richtig, wo jetzt hier die Reise hingeht. Und jetzt habe ich diesen Farbton mir gemischt und ja, muss den noch ein bisschen verdünnen. Das sind auch immer tolle Formen, ne? Wenn man das so raufgießt, entstehen so Kleckse oder Streifen oder ja, einfach nur so Flecke und dann kann man die natürlich noch toll mit den Werkzeugen ja, so eine Form entstehen lassen und gucken, dass der Wind so ein bisschen weht. Hier weht auch gerade so der Wind durchs Atelier. Ich habe die Fenster auf und
Das ist doch schon fast wie an der Küste. So, jetzt bin ich schon voll abgetaucht. Jetzt muss ich auch mal das Werkzeug sauber machen hier. Und hier ist so ein Klecks. Ich glaube, jetzt verschmiere ich es noch mehr. Also ist aber nicht schlimm. Nimm einfach ein bisschen Wasser auf das Tuch oder hier einfach auf die Fläche drauf und dann löse ich wieder die Farbe. Ist nämlich nicht eingetrocknet, weil alles irgendwie immer noch ein bisschen nass ist. Und dann kann ich sie einfach wieder abwischen, weil die weiße Fläche gefiel mir richtig gut. Hinten gefällt mir das auch gut. Kann man es einfach noch mal so ein bisschen abtupfen. Noch mal ein bisschen verdünnen die Farbe. Einfach ein bisschen Wasser zusprühen. Ein bisschen rühren. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Farbton passt. Kippe ich den jetzt drauf oder nicht? Manchmal ist ja man ja doch dann einen Moment am Zögern. Aber man kann ja einfach mal hier gucken, einfach mal einen kleinen, ja, vielleicht sogar einen kleinen Tupfer rauf. Aber doch, der Farbton passt doch super. Dann gieße ich ihn noch hier einfach mal zu. Und wie jetzt gießen und dann ist die Farbe doch nicht flüssig genug. Also noch ein bisschen Wasser dazu. Das sind ja immer so genau diese Momente. Und trotzdem, man muss es einfach machen. Einfach rauf, hier nach oben. Passt doch ganz gut. Und es macht so einen Spaß. So schön. Ist eine richtige Kante hier entstanden. Lasse ich die jetzt oder verziehe ich die? Genau, das sind dann immer so diese Momente. Ne? Was mache ich? Wie mache ich weiter? Welches Werkzeug nehme ich? Was passt jetzt am besten? Mal so. Ich finde das irgendwie spannend. Ich sehe hier die ganze Zeit diese Figuren und denke so, wow, was ist das gerade? Was ist da gerade für eine Geschichte entstanden? Und es hat mich irgendwie so getragen die ganze Zeit. Ich habe die irgendwie von Anfang an gesehen, deswegen drehe ich es jetzt nochmal, um die dann nochmal wieder rauszunehmen, um das noch ein bisschen abstrakter zu haben. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, will ich die jetzt so sichtbar haben, wie drehe ich es jetzt, wie rum ist jetzt das Bild, wie gefällt es mir. Und ich glaube, so lasse ich das. Es ist ein schöner Weg, ein schöner Spaziergang am Meer, an der Küste. Manchmal muss man einfach losgehen und dann legt sich einem der Weg schon unter die Füße. So war es heute. Den Spruch kennst du bestimmt. Dem Gehenden
legt sich der Weg unter die Füße. Ich glaube, so ist er. Ich weiß es jetzt nicht. Charlie Chaplin oder wer war das noch? Martin Walser, oder? Ich weiß es ja gerade nicht. Aber das ist daraus entstanden und ich finde diese geisterhafte Figur hier richtig toll und auch der Schatten daneben ist auch so entstanden und hatte mich so ein bisschen auch durch das Bild getragen, weil ich immer auch natürlich vor so einem Moment stand, wie geht es jetzt weiter? Und das kennt man ja einfach auch aus der Malerei. Aber einfach machen, so ist es einfach und so bleibt es, so wie hier. Einfach gucken, da war die Farbe ja so flüssig und da haben wir einfach den Farbfluss gestoppt und darüber entstehen eben wieder neue, tolle Strukturen, ein bisschen Gold mit rein, ein Rahmen drum und schon ist es fertig. Ja, genau, also viel Spaß beim Tun, viel Spaß beim Gehen, viel Spaß beim Einfachmachen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Mach's gut. Tschüss. Ja, manchmal steht man einfach vor der weißen Leinwand und dann fragt man sich, wie fange ich jetzt überhaupt an? Was male ich überhaupt? Und man hat so irgendwie Lust, wurde durch irgendwas inspiriert und dann will man das auf die Fläche bringen und ja, man weiß gar nicht genau, was es für ein Thema ist oder was will ich denn jetzt sagen über mein Bild und was soll denn da jetzt rein? Was male ich überhaupt? So viele Fragen. Und wenn man sich dann immer weiter fragt, dann fängt man vielleicht gar nicht mehr an. Also fang einfach an, nimm einfach die Kohle oder die Kreide, kritzel ein bisschen drauf rum, ein bisschen Wasser drüber und dann entsteht schon irgendwas. Also da passiert ja auch einfach was und das ist so das, wo man dann auch einfach einen Anfang mit machen kann. Ja, letzte Woche war ja noch viel los hier mit diesem Hype-Knopf, der irgendwie dann nicht da war und dann war er doch da und YouTube schreibt mir und ja, ich weiß auch nicht. So viel Neues immer wieder, diese Technik und danke, dass ihr mich da unterstützt, dass ihr euch so bemüht habt. Vielen, vielen Dank. Das hat mir auch wieder gezeigt, wie toll ihr hier hinter meiner Arbeit steht und auch so eben genau dafür sorgt, dass die Videos überhaupt eine Chance hier haben und ausgesendet werden. Denn das ist tatsächlich nicht selbstverständlich und dieser Algorithmus sorgt eben auch dafür, dass die Videos nicht gezeigt werden. Und durch dein Like oder jetzt diesen Hype-Knopf sorgst du mit dafür, dass hier weitere Videos entstehen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt genieße einen wunderschönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss.